Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, zu einer neuen und extra Folge Konstantin Pigeon News. Heute nochmal mit unserem Ehrengast Rainer Schwarte. Ähm, ja, ich gebe erst mal mein Wort ab zur Begrüßung an Rainer und dann an Robert und dann steigen wir ein und klären die Frage auf, warum Rainer hier schon wieder dabei ist. Rainer, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen euch auch. Grüße euch. Ja. Ja, auch von mir 'n herzliches Willkommen an euch beide in die Runde. 'N sehr schöner Anlass heute, 'n ganz spezieller Anlass. Ja, Simon, stell mal deine Fragen. Ich stelle mal meine Fragen erst mal sage also, wir hatten ja in unserer großen Folge mit Rainer über den Nationalflug Rainer Isidun heißt der Ort, Ja, Isodon. Isidun, gesprochen und Rainer hatte uns erzählt, dass er bei starkem Rückenwind mit seiner sehr hinteren Schlaglage durchaus Chancen hatte oder hätte, mal 'n gutes Ergebnis zu erzielen. Isidun für euch zum Verständnis ist für Rainer oder ist es für dich 87 Kilometer Schlagvermessung? Ja, Es ist auf jeden Fall 87. Reiners Paradedisziplin, die Tagesweitstrecke. Und, ja, Rainer, wir hatten oder du hattest guten den Wind für dich und jetzt möchte ich dich mal bitten, von dem Flug zu erzählen, von dem wir beim letzten Mal erzählt haben. Wie war's J denn? Ja, okay. Also morgens die Wetterbedingungen waren schon nicht schlecht, muss man sagen. Wir haben, nicht auf der ganzen Strecke Rückenwind gehabt. Am Anfang hatten wir Kopfwind, dann kriegten wir Seitenwind und ganz zum Schluss kriegten wir noch ein bisschen Südwestwind. Das siehst du auch an der, Geschwindigkeit der Tauben. Meine Taube, die fliegt 1.400, ich glaube 65 Meter. Also, bei richtigem Rückenwind geht's auch wohl mal 1.600 Meter hin, aber das war 1.400 und ich meine 65. Ja, und, dass sie ganz so früh kommt, habe ich nicht mit gerechnet, aber dass man vorne mitspielen kann und vor allen Dingen, ja, da habe ich schon mit gerechnet. Ich denke, da kann man mal die eine oder andere unter den ersten 50 setzen und, ja, es war auch so. Ja, dann lasse die Katze mal aus dem Sack. Rainer, herzlichen Glückwunsch von uns allen, zum zweiten Platz in der Nationalliste mit der Miss Isidun Ja, auf diesem, ja, Nationalflug. Gesetzt wurden 32.812 Tauben. richtig. Und Ich weiß es so genau, weil ich habe hier die Abstammung vor mir zu liegen, über die wir ja, jetzt auch noch gleich sprechen werden. ja, War es war 'ne waren noch über Wahnsinnssache? 3.000 Züchter. Krass. 3.000 und ich weiß nicht, wie viele Züchter. Irgendwie über 3.000 auf jeden Fall. Bevor wir jetzt zu Miss Isidun kommen, du hast ja generell 'n gutes Ergebnis erzielt. Wie viele Tauben hast du gesetzt? Wie viel machen Preis? Und vor allem erzähl mal von deinen Jährigen, wie die abgeschnitten haben. Ja, ich habe 16 Tauben gesetzt. Von den 16 Tauben machen 12 Preis und, 2 Stück sind noch ganz kurz hinter den Preisen, also 14 waren sehr schnell da. Krass. Von den, 16 gesetzten Tauben hatte ich 7-Jährige und davon machen 6 Preis. Und Mhm. die erste, die rausfällt, ist die 7-Jährige. Boah. Im letzten Jahr war es bei Isodon genauso. Da setze ich 10 Tauben, da mache ich 9 Preise. 6-Jährige, da machen auch 5 wieder Preis von. Also, die Jährigen können auch Isodon fliegen oder sage ich mal so, die können auch 780 Kilometer fliegen, wenn sie aus dem richtigen Holz geschnitzt sind. Aus Ja. welchem Holz sind sie denn geschnitzt? Ja, ich sage das immer so, ich sehe das immer so. Ich glaube schon, dass es da 'n Unterschied gibt, ob 'ne Taube 5 Stunden fliegen muss oder ob sie 8, 9 oder 10 Stunden fliegen muss. Ich glaube, dass da sind andere Voraussetzungen an der Taube. Ich glaube nicht, dass diese Sprinter diese 87 Kilometer unbedingt überstehen. Mhm. Wenn wir weiter vom Holz sprechen, Miss Isidun, von der Abstammung her, ich habe es mir mal angeguckt, die werden wir bestimmt noch irgendwie einblenden hier, ist ja väterlicherseits erzähl mal, die Porsche-Linie sehe ich da von, Gerings, Bart Gerings?
Ja, Ist es der Porsche 911 da die Sorte oder welche Porsche-Linie ne, ist das? 911 ist das nicht. Ich habe die Abstammung jetzt nicht vor mir, muss ich eben auf mein Handy gucken, dann kann ich dir's genau sagen. Na, hol mal Handy raus, dann können wir mal genau gucken, bevor wir irgendwelchen Quatsch erzählen. So. Lucky Porsche 499 und Young Porsche 009, die sind da drin. Mhm. Und von der Gerding seine Seite aus ist da Miss National drin und AC Lagan. Mhm. Und dieser Vater von dieser Miss Isodon, die habe ich der hat bei mir selber geflogen. Der hat auch 5 Erste bei uns im Verein geflogen. Der Mhm. hätte sogar 10 Erste gehabt. 3 hat 'ne Taube da haben andere Tauben von mir ihm abgenommen, weil er, Okay. egal welche Entfernung das war, die Taube hat immer 3 Minuten gedreht. Mhm. Der hat auch jeden Abend beim Training am Hause hat die Taube mich fast verrückt gemacht. Die Der spielte Vater von richtig. Mrs. Wim. Ja, die spielte richtig mit mir. Da musste ich immer mit schimpfen, bis ich den endlich in 'n Stall hatte. Ich war immer froh, wenn der Abend vorbei war und er war im Stall, dann konnte ich die Weibchen rauslassen. Konnte nie 'ne Uhrzeit sagen, wann. Mhm. Ja, das kann man sich Ja, gut vorstellen. ganz besonderer Vogel. Ja, das kennen wir, glaube ich, alle als Taubenzüchter, dass man dann, ja, 'n bisschen unruhig wird, wenn die Taube dann einen ärgert, im wahrsten Ja, Sinne ja. des Wortes. Er drehte immer dieselben Runden und dann sprang er immer vom Jungtierschlag wieder auf 'n Alttierschlag und wieder hin und her, bis er endlich mal da runterging. Mhm. Na ja. Aber am Ende ist es so, ne, gutes Blut lügt nicht. Also, wenn wir jetzt noch mal zurückkommen zur Abstammung, wenn du sagst, hier 5 Erste hat er zu Buche stehen und jetzt das Kind dazu, jetzt auch den zweiten national, das ist schon 'ne starke Linie dann auf jeden Fall. Ja, das, ist nicht diese einzigste Taube, die aus der Linie so stark ist. Bei uns in der Avdeling 10 hat ein Züchter auch genau diese Linie und der fliegt dieses Jahr in der Avdeling, ich meine, gegen 14.000 auch mit Vorsprung im 1. Mhm. Und der Jan Neibo, der ist euch auch bestimmt auch bekannt. Mhm. Der hatte doch letztes Jahr so 'ne super Täubin, die auch zweimal 'n 1. von Saudon geflogen hat. Mhm. Mhm. Ist auch wieder genau diese Linie. Ja. Die ist schon ganz stark. Mhm. Ja. Rainer, wie lange ging insgesamt der Konkurs? Also, bei dir? 1,5 für mich war das, 1,5 Stunden, 1,5 Stunden, okay. Mhm. 19 Ja. Minuten. Ich meine, die Tauben mussten schon was leisten, ne, wie du schon gesagt hast. Mit 1.400 Meter pro Minute ist noch mal 'n Unterschied, als wenn sie jetzt mit 2.000 Metern, Ja, nach Hause fliegt. ja, 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 das ist so. genau, genau. Ne, auf jeden Fall 'ne ganz starke Leistung von der Taube. Ja, wie ist die so vom Körperbau her? Ist da was 'Ne auffällig? Was mittelgroße Täubin, schön in der Hand. Was sie hat, ist 'n seidenweiches Gefieder. Also, ja, mir gefällt sie. ja, Ja. sehr schön. Auf Die wem Mutter gefällt habe ich jetzt übrigens in Zuchtschlag gesetzt. Ah ja, okay. Ja. Ja, Ja. die Mutter, die stammt aus meinem Stammpaar, ne? Mhm, Aus dem Paar, da ist, ja, fast alles bei mir, was richtig spitze fliegt, ist aus dem Paar mhm, oder damit verwandt. ja, Na, ich habe mal geguckt, in der mütterlicher Seite ist ja der Schism noch dabei, ne? Ja, Mit seiner Tochter Sweet Home als Großmutter. Und die Jennifer, die Mutter, die flog ja auch selbst ziemlich gut, wenn ich so aber sehe. noch besser Ja. war die Nestschwester, die Birgit, die 595. Die flog letztes Jahr in, 6 Wochen flog die 'n 1., 'n 2., 'n 5. und 'n 6., ging gemittelt gegen 5.500 Tauben. Boah, mhm, mhm, ist auch in Aber der Zucht? die ist dieses Jahr aber schon in 'ne Zucht gegangen. ja, Ja, das macht man dann so schön. Ja. Ja, Rainer, unterm Strich, glaube ich, 'n toller Mix aus deinen eigenen, Stammlinien oder deiner eigenen Stammlinie und, 'ner ja, auf mehreren bei mehreren Züchtern erfolgreiche Linie mit der Porsche von Bart Gerings. Ähm, noch mal Glückwunsch dazu Ja, die und Taube, der Ari, der hat, Super Ari, so heißt er, ja, der Ari ja, Bustran hat den, gezüchtet, ne? Von mhm, dem habe ich den bekommen damals, um damit zu spielen. mhm. schön. Der hat schon mehrere gute abgegeben. Ja, jetzt hast du auch vorweggenommen, die Miss Isidun ist im Zuchtstart. Die hat also keine Chance, auf 'n zweiten Isidun sich noch Ne, mal das so ist zu nicht so. Die zeigen. Mutter die Mutter von Miss Isodun.
Ach, die Mutter, die Miss Isidun fliegt noch? Die hat dies Jahr noch geflogen. Ne, aber, du hast jetzt Miss Isidun fliegt den nächsten Isidun auch noch mal oder ist sie jetzt im Zuchtag? Das entscheide ich nächste Woche Donnerstag. Im Moment sieht es so aus, dass sie noch mal mitgeht. Okay, okay. Sie ist super drauf und, Ja. nächste Woche Donnerstag, dann werde ich die Entscheidung treffen. Mhm. Also, nächste Woche Donnerstag, ich gucke mal kurz in den Kalender. Heute ist ja der 9. Juli, das haben wir nicht erzählt. Der Flug war am 5. Juli, letzten Samstag und nächste Woche Donnerstag ist der 17. Juli Ja, und veröffentlicht werden wir die Folge am 18. Juli. Also, heute, wenn ihr seht, ist der 18. Juli und am 19., also, ich spreche jetzt mal von morgen, ist nochmal Isidun und du wusstest gestern schon, ob sie morgen fliegt oder nicht. so wird's So, sein. jetzt ist die Verwirrung komplett. Ja. Aber okay. Ne, also Ich am finde Einsatztag werde ich das entscheiden. Ich schaue mir an, wie die Muskulatur, ob die locker sind und ob sie verspannt ist oder nicht und dann entscheide ich das. noch mal 'ne abschließende Frage, Rainer, bevor Robert noch mal 'ne abschließende Frage stellen wird. Wie hast du die Tauben vorbereitet auf den Flug? Hast du ja, erzähl mal so von den letzten 3 Tagen vorm Einsetzen. Was ist da passiert bei dir aufm Schlag? Ja, das ist ganz normal, dass sie einmal am Tag werden die rausgelassen zum Training. Letzte Woche war es so warm, da habe ich sie dann morgens rausgelassen und nicht abends. Mhm. Obwohl, das hat mich gewundert. Da hatte ich andere Jahre, wo ich noch richtig zur Arbeit musste, habe ich da immer Probleme gehabt. Aber diesmal war das kein Problem. Die haben morgens gut trainiert, trotz die sonst nie morgens rausgekommen sind. Also, das war diesmal überhaupt kein Problem, ja. Und dann, ja, wie gesagt, gute Fütterung, gute Versorgung ist klar. Dann habe ich sie donnerstags, die Tagesweitstreckentauben, die werden nicht, gezeigt. Die nehme ich Mhm. so und setze ein. Mhm. So aus dem Regal, die Weibchen und die Vögel aus der Zelle. Mhm. Ja, also keine extra Motivation, so muss ich Mhm. mal sagen. Und ist der Vogel von ihr immer zu Hause oder fliegt der auch mit? Ne, der war diesmal zu Hause. Ja. Weil Und die Woche sie hat ja schon 'n paar schöne Preise mehr geflogen dieses Jahr und, ja. v was ich ja, im Hauptteil auch schon mal gesagt habe, ich fange ja mit 60 an und reduziere ganz schnell auf 30 Mhm. zurück, ne? Mhm. Ja. Mhm. Ähm, du hast jetzt gesagt, du hast nichts Besonderes an Versorgung gemacht. Wie sieht denn deine Futtermischung aus denn, für die Ich letzten mache 3 die Tage? ich mache noch das alte 3-Phasen-Fütterung. Aha. Ja. Mhm. Aber eins muss ich dabei sagen, Weibchen, Vögel kriegen alle dasselbe und immer satt. Mhm. Wenn ich jetzt gleich nach Hause fahre, dann, ist immer noch 'n bisschen Futter in der Rinne und Mhm. morgen früh gibt's frisches Futter. Ja. Okay. Aber das mache ich 365 Tage im Jahr. Du wirst nie erleben, dass meine Tauben Hunger haben. Mhm. Und am Einsatztag wird das aber leicht oder ist da bei der Weitstrecke noch mal anders? Kriegen das schwere Futter Ne, die kriegen morgens auch noch mal das schwere Futter. auch noch mal? Mhm. Ja, die Mix 3, ne? Mhm. Das kriegen sie. Meist dann aber fressen sie dann nicht mehr so viel. Mittags füttere ich dann noch mal 'n bisschen nach, so 'n bisschen Leckereien und so, aber das war's dann auch. Mhm. Ja. Jo, Die müssen ja okay. die müssen ja auch am Freitag noch im Korb was essen. Mhm. Mhm. Um noch mal den Speicher hochzuhalten. Mhm. Ja, Tja. genau. Ja, Robert, hast du noch 'ne Frage an Rainer? Ne, ne, also ich finde 'n toller Erfolg. Also, Mhm. war schön, dass wir uns heute hier noch mal treffen konnten, das noch mal, ja, Revue passieren lassen ja, und, ja, auch von mir noch mal herzlichen Glückwunsch, Rainer, zu dem tollen Erfolg und danke schön. ja, auch danke, dass du dir noch mal die Zeit genommen hast. Das ist Okay. Und gut Flug für morgen, Ja. für Isidun 2. Ja, wird mit Ähm, Sicherheit spannend. ja, mhm. Ja, dann gut Flug und ja, allen 'ne schöne Zeit. Halt uns alles aufm klar. Laufenden. Danke. Und Tschüssi. danke. Tschau.